Ich will jetzt überleiten zum nächsten Vortrag, zum Vortrag, den uns Herr Masi halten wird. Er ist Head of AdInsure Business Development, bei der Adacta Fintech Firma. Er ist Computerwissenschaftler, seit 24 Jahren in der Softwarebranche tätig und eben bei Adacta Fintech seit 2005. Er hat dort AdInsure Implementierungsprojekte durchgeführt. Er verantwortet seit 2017 die Neugestaltung der AdInsure Plattform, der Adacta-Lösung für Versicherungsunternehmen, und seit 2019 ist er auch eben für die Geschäftsentwicklung von AdInsure in Europa zuständig. Und er will uns diese Plattform vorstellen und insbesondere vorstellen, wie die Time to Market damit verkürzt werden kann. Herr Masi, Ihnen gehört das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kuchen, und guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Also mein Name ist Jernej Masi, ich bin als Leiter von Business Development bei Adacta tätig und ich melde mich heute aus Ljubljana, aus Slowenien, von unserem Hauptsitz aus. Adacta beschäftigt sich mit der Entwicklung der Softwarelösungen für die Versicherungsbranche seit 2005. Und Sie können uns auch im Gartner Magic Quadrant finden. Und ich werde heute über das Thema Speed to Market sprechen und die Art und Weise, wie Softwareanbieter in diesem Bereich Kunden helfen können. Also Versicherungsunternehmen werden mit Änderungen in ihrer Umgebung konfrontiert. Die Geschäftsbedingungen ändern sich. Das Leben ihrer Kunden ändert sich. Der ganze Lebenskontext hat sich für uns alle in 2020 stark geändert. Deswegen sind die Versicherungsunternehmen gezwungen, sich zu entwickeln, sich den neuen Umständen anzupassen. Und die Technologie muss den Versicherungsunternehmen diesen Weg der Wandlung erleichtern. Das ist unsere Aufgabe. Und darüber möchte ich heute sprechen, wie die Technologie der Versicherungsunternehmen die Wandlung erleichtern kann. Zuerst ein paar Zahlen und Fakten, die uns eine Perspektive bezüglich Time to Market geben. Society of Actuaries, amerikanische Gesellschaft der Versicherungsmathematiker, hat eine Studie über Produktentwicklungs-Lifecycle veröffentlicht. Das Verständnis des Produktentwicklungsprozesses in Lebens- und Rentenversicherungen. Die Studie hat 53 amerikanische und kanadische Versicherungsunternehmen umfasst und diese Versicherer decken zusammen ca. 29% des Lebensversicherungsmarkts in den Vereinigten Staaten und ca. 8% in Kanada. Die Studie analysiert die Zeitanforderungen der Entwicklung der neuen Versicherungsprodukte und der Anpassung der bestehenden Produkte. Und was hat diese Studie herausgefunden? Also hier haben wir einen Graph. Es gibt einige Bereiche, wo als Regel alle Versicherungsunternehmen viel Zeit im Produktentwicklungsprozess verlieren. Also Zeitanforderungen von einzigen Aufgaben sind auf diesem Graph. Und man kann die Verbesserungsstellen im ganzen Prozess finden, zum Beispiel Design des Versicherungsprodukts und regulatorische Anforderungen, die kosten beide viel Zeit. Trotzdem verliert man die meiste Zeit für die Anpassung der IT-Systeme. Und hier haben wir zwei Prozessschritte aus dem Bereich IT. IT-Illustration hier in Mitte oder sogenannte IT-Day 1. Also es geht darum, was das Versicherungsunternehmen am ersten Tag für die Unterstützung des Verkaufsprozesses braucht. Zum Beispiel Prämienberechnungsalgorithmen, Entwicklung der Verkaufsportale und so weiter. Und IT-Admin ganz unten, sogenannte IT-Day 2, alles, was das Versicherungsunternehmen für die Unterstützung des Bestandsmanagements braucht. Und im Durchschnitt fordert IT-Admin oder IT-Day 2 mehr als 20% der ganzen Zeitanforderungen und für Versicherungsunternehmen auch viel mehr.
Zusammen mit IT Day 1 bedeutet das fast 30% der gesamten Zeit nur für IT. Also diese Tabelle stellt die Verbesserungen in den letzten 2 Jahren mit verschiedenen Prozessschritten dar. Und die roten Zellen bedeuten den größten Fortschritt. Und wenn man die Daten näher betrachtet, sieht man die folgende. Also, obwohl man viel Zeit mit den IT-Aufgaben verliert, sind sie nicht im Fokus für Verbesserung. Zumindest nicht im Bereich Innovation zum Beispiel. Es gibt keine rote Zelle im Bereich IT. Und wenn wir IT Day 1 und IT Day 2 vergleichen, ist es klar, dass die Verbesserung deutlicher in IT Day 1 ist. Also viele Insurtechs beschäftigen sich mit Customer Journey, nicht so viel mit IT-Administration. Und Verbesserung in dem Bereich Innovation ist für IT Day 2 sehr niedrig, nur von 4%. Aber obwohl es im Durchschnitt wenig Fortschritt in IT-Aktivitäten gibt, sind einige Organisationen viel agiler und schneller als andere. Also die gelbe Linie hier zeigt die Zeitanforderungen den schnellsten Versicherungsunternehmen. Und die blaue Linie repräsentiert alle anderen Versicherungsunternehmen. Und die schnellsten Versicherungsunternehmen verbringen bis zu 30% weniger Zeit für die IT Day 1 und IT Day 2 Aktivitäten. Diese Unternehmen reduzieren durch Investitionen in IT, insbesondere in Innovation, die gesamten Zeitanforderungen für das ganze Projekt. Ja. Für sie ist Time to Market viel schneller und deswegen auch viel günstiger. Also was ist der Unterschied zwischen Best in Class und dem Durchschnitt? Dieser Graph zeigt die Ursache. Die erfolgreichsten Versicherungsunternehmen dieser Studie investieren 3 bis 5 Mal mehr in IT-Innovation als das durchschnittliche Versicherungsunternehmen. Andererseits investiert der Durchschnitt noch viel mehr als die kleinen Versicherungsunternehmen. Hier in der Mitte haben wir IT Day 1 und IT Day 2 Daten. Also, wo und wie kann die Technologie uns helfen? Unserer Meinung nach gibt es 3 Bereiche, wo die Technologie den Time to Market stark reduzieren kann. Die Deckung der neuen Risiken, also Produktkonfigurierung, Umsetzung der neuen Geschäftsmodelle, Aufbau von Ökosystemen und Automatisierung der Geschäftsprozesse. Also erstens, rapide Entwicklung der neuen Versicherungsprodukte. Das für uns bedeutet, die Möglichkeit, neue Versicherungsprodukte aus vordefinierten Produktvorlagen zu erstellen oder schnell und einfach mit der Hilfe von Product Designer Wizard neue Produktmodelle zu konfigurieren. Und zweitens, um den Aufbau der Ökosysteme zu unterstützen und überall den Integrationsaufwand zu reduzieren, soll eine digitale IT-Plattform offen sein. Also das bedeutet für uns, alle Funktionalitäten müssen durch Integrationsschnittstellen erreichbar sein. Alles, was konfiguriert oder entwickelt wird, muss auch Integrationsschnittstellen bieten. Und die Plattform stellt die APIs automatisch zur Verfügung, ohne zusätzliche Codierung. Und das vereinfacht enorm den Aufbau von Ökosystemen und Integrationsprodukten. Drittens, eine moderne IT-Plattform muss den Versicherungsunternehmen in allen Geschäftsbereichen, also nicht nur in Produktkonfigurierung oder Vertrieb, die Möglichkeit bieten, agil zu sein. Das bedeutet für uns Geschäftsprozesse wie Schadenmeldung und Schadenbearbeitung, Rückversicherung einfach anzupassen und zu automatisieren. Service Providers einfach zu integrieren, KI-Systeme einzubauen und damit Prozesse zu steuern und so weiter. Also betrachten wir näher diese 3 Richtungen. Die digitale IT-Plattform ermöglicht die Vorbereitung und die Distribution der Versicherungsproduktvorlagen.
die man einfach herunterlädt, anpasst und zu verkaufen beginnt. Die Vorlage beinhaltet nicht nur die technische Grundlage des Produkts, die Risiken und Deckungen und versicherte Objekte, sondern auch die Beschreibung des Underwriting-Prozesses, die Geschäftsregeln, die diese Prozesse steuern, die Definition der Benutzeroberfläche für bestimmte Rollen und, last but not least, auch API, mit denen man den Versicherungsproduktfunktionalitäten wirklich erreichen und verwenden kann. Und was noch wichtig ist, man veröffentlicht so ein Versicherungsproduktpaket, ohne eine neue Version von IT-Plattform zu installieren. Wir haben 2019 auf Digital Insurance Agenda in München dieses Konzept auf der Basis des E-Scooter-Versicherungsprodukts präsentiert. Und wenn man aufs Neue ein Versicherungsprodukt schön konfigurieren will, braucht man auch gute Tools. Ja. Wie schon gesagt, bedeutet für uns die Konfigurierung des Versicherungsprodukts sowohl die Definition der Deckungen und Prämienberechnung, also der technische Teil, als auch die Möglichkeit, den Geschäftsprozess anzupassen, Datenschemen abzustimmen, Benutzeroberfläche zu konfigurieren, API zu bieten. Und unser Product Designer Wizard ermöglicht uns das. So, ein Versicherungsprodukt durch logische Schritte aus definierten Bausteinen und Komponenten zu erstellen. Zuerst die technische Definition, dann folgt die Komposition der Benutzeroberfläche und des Underwriting-Prozesses. Ich zeige später ein Beispiel. Wir können aber auch einzelne Teile separat konfigurieren, also Prozess durch Prozess-Editor anpassen, UI-Komponenten durch What You See is What You Get Editor erweitern, die Geschäftsregeln durch Decision Model and Notation Editor konfigurieren. Diese Standards verwenden wir für Geschäftsregeln modellieren. Ein Versicherungsunternehmen kann all das auch selbst ohne unsere Hilfe erledigen und so die Zeit- und Kostenanforderungen erfolgreich managen. Und das ist auch sehr, 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 sehr wichtig, um die neuen Konfigurationen zu verwenden, veröffentlicht man solche Packages, ohne die neue Version der IT-Plattform installieren zu müssen. Also die Plattform ist von der Konfiguration unabhängig. Was bedeutet Open API Plattform für uns? Erstens, alles, was man auf unserer IT-Plattform konfiguriert, ist sofort durch REST API verfügbar. Ohne Codierung bekommt man Integrationsschnittstellen, um die Entitäten wie das Angebot, die Versicherungsprodukte, die Schadenmeldung und so weiter einzufügen, zu suchen, ändern, gemäß vordefinierten Geschäftsregeln evaluieren, den Prozess durchführen und so weiter. Also man kann die Funktionalitäten, die aufgrund unserer Plattform erstellt wurden, vollkommen durch API verwenden. Hier sehen wir ein Teil von REST API Integrationsschnittstellen für Schadenmeldungsprozess zum Beispiel. Und zweitens, Open API Plattform ermöglicht den Aufbau des Integration Layers durch Konfiguration, also ohne die Plattform zu ändern. Standard-Integrationsschnittstellen reichen nicht für alle Gelegenheiten, deswegen bieten wir die Möglichkeit, maßgeschneiderte Integrationsschnittstellen zu bauen. Und so kann man sehr elegant seine spezifische APIs konfigurieren statt codieren. Alles andere, Authentifizierung, Autorisierung, Auditing, Transaktionen, macht die Plattform selbst. Und dasselbe Prinzip verwenden wir konsistent in allen Modulen unserer Lösung. Also nicht nur im Bereich Vertrieb oder Produktkonfigurierung. Die Geschäftsmodelle und Forderungen ändern sich nicht nur im Bereich Produktentwicklung, sondern auch in anderen Bereichen, so wie Schadenmanagement oder Immobiliengas oder Rückversicherung. Und wir möchten auch hier Time to Market durch unsere Technologie verkürzen. Für uns bedeutet das Folgendes. Alle Prozesse müssen konfigurierbar
und nicht festkodiert sein. Das ermöglicht schnelle Anpassung an die neuen Umstände und Anforderungen, ohne die IT-Plattform zu ändern. Und wenn nötig, kann man auch neue Prozessversionen erstellen und live überprüfen, welche Variante am besten passt. Und alle Geschäftsprozesse mit den Workflows unterstützen, sodass man schnell und einfach manche Prozessschritte oder den ganzen Prozess automatisieren kann. Die Geschäftsregeln, die Prozesse steuern, sind konfigurierbar und es ist einfach, externe Systeme zu integrieren und mit dem Input auch den Prozess zu steuern. Und hier ist ein Beispiel der Underwriting-Prozess für einen von unseren Versicherungsprodukten, ich glaube Endowment, also Kapitallebensversicherung. Die Prozessschritte sind konfigurierbar, sowohl die Regeln, die Übergänge zwischen den Schritten steuern, und man kann den Prozess für jeden Produkt der Prozesse. Also was bedeutet all das zusammen? Also das sind für uns die Bausteine einer modernen digitalen Open IP Plattform, die Time to Market verkürzen. Also konfigurierbare Plattform in allen Bereichen, nicht nur im Bereich Produktkonfigurierung, sondern überall. Offene Plattform, ja, um den Aufbau des Ökosystems zu unterstützen, und automatisierte Plattform, um Prozessoptimierung und Prozessautomatisierung zu ermöglichen. Und wie sieht all das in Praxis auch? Ich zeige jetzt ein Beispiel auf der Basis unserer Kaskoversicherungsprodukte. Wir werden Premium-Berechnungsalgorithmus erweitern mit einem Zuschlag für junge Fahrer als Beispiel, und das durch einen neuen Parameter, Geburtsdatum. Und wir erweitern auch Benutzeroberfläche, um diesen Parameter einzugeben, und auch dazugehörige Datenschema. Und wir veröffentlichen all das auf unserer Plattform und checken die Änderungen. Und am Ende überprüfen wir noch die generierten Integrationsschnittstellen. Also also hier habe ich ein Video, um das zu erklären. Schritt 1, also Anpassung der Premium-Berechnungsalgorithmus. Ich habe Premium-Berechnung in Azure Studio geöffnet. Azure Studio ist unsere Configuration Suite, die alle diese Konfigurationsmöglichkeiten unterstützt, also alle diese Editors und so weiter. Und hier haben wir Premium-Berechnungsalgorithmus. Wir modellieren Premium-Berechnungsalgorithmus und auch andere Geschäftsregeln mit Decision Model Notation Standard. Deswegen ist das so strukturiert. Also wir haben hier sehr alte Limite, Risiken, Kosten, Zuschläge und Rabatte und so weiter. Und also ich möchte jetzt einen neuen Zuschlag eingeben. Also dafür brauche ich einen neuen Parameter. Mit einem Drag und Drop füge ich einen neuen Parameter ein, das ist Geburtsdatum. Und ich verbinde Geburtsdatum mit dieser Sektion Surcharges and Discounts. Hier sind meine Geschäftsregeln für Zuschläge und Rabatte zu konfigurieren. Also hier habe ich also schon zum Beispiel Zuschlag oder Rabatte für Selbstbehalt, Schadenfreiheit, Rabatt und so weiter. Ich füge eine neue Kolonne ein, um diesen Parameter zu verwenden, und ich brauche in Wirklichkeit nicht Geburtsdatum, sondern Fahreralter. Dafür verwende ich diese Utility-Methode. Ich füge eine neue Reihe ein, um diesen Geschäftsregel zu modellieren. Also wenn ich
jünger als 20 Jahre alt bin, ja, zahle ich zum Beispiel 50% Zuschlag. Und also so einfach ist es, ein neues Schritt im Prozess, im Premium-Berechnungsalgorithmus einzufügen. Okay, das ist Schritt 1. Schritt 2, ich erweitere auf Benutzeroberfläche, um diesen neuen Parameter einzugeben. Und hier haben wir unsere Maske für Motorkasko Versicherungsprodukt und ziemlich standarde Daten. Wir haben hier IDD, Fragebogen, dann Teilnehmer, dann Deckungspaketen, Fahrzeugbeschreibung und so weiter. Und all das ist konfigurierbar. Und ich öffne jetzt diese Benutzeroberfläche in unserem What You See, What You Get Editor. Und hier haben wir alle selbe Sektionen zur Verfügung. Und links unten haben wir Bausteine und Komponenten zur Verfügung, mit denen wir Benutzeroberfläche konfigurieren können. Und da sind einfache Bausteine wie zum Beispiel Dateneingabe oder Grid Layout oder File Upload und so weiter. Und auch Azure Widgets, also Azure Komponenten, die ganze Funktionalitäten beinhalten, mit denen wir schnell und einfach Benutzeroberfläche konfigurieren können. Und noch eine Sache, also das gilt nicht nur für Produktkonfigurierung. Wir verwenden dieselbe Prinzipien in allen Bereichen. Also zum Beispiel, wir können verschiedene Schadenmeldungen schnell und einfach für verschiedene Versicherungssparten konfigurieren oder einpassen. Also ich suche jetzt diese Sektion mit Fahrdaten ein. Das ist wahrscheinlich hier im Teilnehmer. Und das ist hier also Fahrerdaten. Das ist auch eine Komponente. Und ich öffne jetzt diese Komponente und mit einem Drag and Drop füge einen neuen Parameter, also ein Datum-Eingabefeld ein. Und auch hier kann ich die Eingabe mit Geschäftsregeln steuern. Okay, ich ändere nicht nur Benutzeroberfläche, ich will auch das unterliegende Datenschema ändern. Also das mache ich auch hier oder habe ich auch zusätzliche Editor dafür. Und als schon gesagt, auch hier steuere ich die Eingabe von diesem Geburtsdatum mit Geschäftsregeln. Und es kann diese Decision Model Notation Standard sein. Wir unterstützen aber auch Scripting Languages. Also ich will nicht, dass mein Fahrer jünger als 16 Jahre alt ist, zum Beispiel. Also ich habe jetzt ein paar Änderungen gemacht. Premium-Berechnungsalgorithmus haben wir erweitert, Benutzeroberfläche, Datenschema. Und also all das ist Konfiguration, das ist kein Code. Und ich muss jetzt diese Änderungen auf meinen IT-Plattform veröffentlichen. Und Azure Studio hat schon die Änderungen anerkannt. Also es gibt hier Casco-Tarife, dann 3 Dokumenten, Angebot, Versicherungspolice und Antrag, weil die alle diese Fahrdatenkomponente verwenden. Und mit einem Klick veröffentliche ich diese Änderungen, um das zu überprüfen. Ja, das dauert ein paar Sekunden. Okay, ich aktualisiere jetzt meine Maske und checke, ob meine Änderungen wirklich hier sind. Aha, also das ist meine Sektion mit Fahrdaten. Geburtsdatum ist wirklich hier. Also so einfach geht es. Und last but not least möchte ich auch Integrationsschnittstellen für diesen Produkt
überprüfen. Also hier haben wir eine Reihe von REST-API-Methoden, die wir zur Verfügung geben, um Kasko-Versicherungsangebot einzugeben, ändern, zu evaluieren, den Prozess durchführen, Dokumenten eingeben und so weiter. Also alles wirklich, was man braucht, ein Angebot durch den Underwriting-Prozess durchzuführen und eine Police zu erstellen. Und was noch wichtig ist, ich habe das Datenschema für Produkt geändert und ich habe dieselbe Änderung auch hier. Also Produkt- und Integrationssystem sind natürlich synchronisiert. Auch wenn ich neue Version von Produkt erstelle, bekomme ich eine neue Version von Integrationssystem. Und noch einmal, das gilt für alle Bereiche in unserer Lösung, nicht nur für die Produktkonfigurierung. Okay, das ist ein Beispiel. Und zurück zu meiner. Also, wie schnell kann es wirklich gehen? Ja? Also, wie schnell kann sich ein Versicherungsunternehmen an die Marktanforderungen anpassen? Um ein bisschen provokativ zu sagen, so schnell, dass die IT-Aktivitäten nicht mehr ein Teil des kritischen Pfades sind. 2020 ist für uns alle ein merkwürdiges Jahr, ein Jahr mit vielen Änderungen, sowohl in unserem Leben als auch in unseren Geschäften. Und die Organisationen, die am besten und schnellsten für die Änderungen bereit sind, die passen sich den neuen Umständen am besten an, sind und werden erfolgreich. Und wir als Softwareanbieter möchten Enabler dieser Umwandlung sein. Wir möchten unseren Kunden alle Möglichkeiten geben, sich agil in dieser neuen Welt zu verhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.